Hallo, ich bin Timo von Paulimod. Heute geht es um die Paulimod Sieg C2. Es sind einige Anfragen gekommen, dass wir gerade das Modell doch noch mal ein bisschen gründlicher vorstellen sollen, weil viele Anfänger oder wieder Einsteiger mit der Maschine gerne arbeiten, sehr gerne benutzen. Klar, es ist die kleinste Tischdrehmaschine in unserer Einsteigerklasse und ist preislich auch sehr interessant. Was es sonst noch für Vorteile bietet, darauf gehen wir jetzt im Einzelnen ein. Unsere Paulimod Sieg C2 kostet unter 600 € und das Zubehör, das reichhaltige Zubehör, ist frei wählbar. Die Maschine hat geringe Aufstellmaße, 800 mm auf 300 mm auf 360 mm und damit ist sie natürlich ideal für einen Hobbykeller oder für beengte Platzverhältnisse, egal wo man sie hinstellt. Hat natürlich auch einen weiteren Vorteil, man kann sie leicht verstauen. Da ist natürlich auch noch das geringe Gewicht sehr, sehr vorteilhaft, von nur 38 Kilogramm. Das sind in etwa 2 Wasserkisten. Das heißt, zu zweit schafft man es ohne Probleme, wenn man kräftig ist, auch alleine die Maschine mal kurz von A nach B zu bewegen. Bevor ich jetzt mit der Bedienung weitermache und auf die Einzelheiten eingehe, schneide ich mir jetzt erstmal eine GoPro um, dass ihr einen besseren Blick habt über das, was ich tue. So, die GoPro ist umgeschnallt und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir werden jetzt die Maschine komplettieren. So, ich werde jetzt hier die Griffe an die Handräder anschrauben und zwar hier unten am Bettschlitten an der Z-Achse. Ihr seht, ich schraube es hier rein. Dort hinten ist ein Schlitz. Mit dem Schlitzschraubenzieher kann das problemlos reindrehen. Ich ziehe es hier gleich fest. Das andere ist hinten das Handrad am Reitstock. Auch hier wieder mit dem Schlitzschraubenzieher. Festziehen. So, jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit hier mit dem mitgelieferten Gabelschlüssel zu kontern. Wenn ich sie rausmacht, seht ihr, können wir hier mit dem mitgelieferten Bordwerkzeug kontern. Somit haben wir die beiden Griffe fest angezogen und können, sofern wir die Schlossmutter aufmachen, nach rechts und nach links fahren. Genauso wie mit dem Reitstock, wenn man die Klemmung aufmacht, vor und zurück. Das nächste, was wir machen, ist, dass wir hier diese Handkurbel umdrehen. Die hat man um 180 Grad gedreht, damit es platzsparender in der Holzbox ist. Und auch wieder mit dem mitgelieferten Zubehör suchen wir uns einfach den passenden Innen-Sechskantschlüssel, um die Kurbel umzudrehen. Ich nehme mal an, das ist der hier. Und jawohl, ein Treffer. Ich drehe hier die Schraube einfach auf. Pass natürlich auf, dass sie nicht runterfällt. Drehe hier die Kurbel und drehe sie dann fest. Ihr seht, hier Unterlagscheibe, Federring, Innen-Sechskantschraube. Und so wird es dann wieder festgeschraubt. Nicht übertreiben, so mit 2 Fingern und somit ist auch hier die Kurbel richtig rummontiert. Ordnung ist das halbe Leben, darum gleich wieder zurück mit dem Innen-Sechskantschlüssel. So, und als letztes unser Späneschutz hier am Bettschlitten. Auch da brauchen wir einen Innen-Sechskantschlüssel. Vermutlich wird es auch wieder der gleiche sein wie gerade eben.
Na, ich habe mich getäuscht. Eine Stufe kleiner. Ja, passt. Und den drehe ich jetzt ein paar Umdrehungen rein. So lange, bis die Schraube am Anschlag ist. Dann noch ein bisschen fester. So, nachdem ich das hier fest angezogen habe, kann ich eigentlich den Späneschutz montieren, muss aber hier die Schraube dementsprechend einstellen. So lange, bis es sauber schließt und fluchtet. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die richtige Position habt, das vorher rauszudrehen und ein Loctite hinzumachen. Man kann es natürlich auch ganz reinschrauben, das ist auch kein Problem. Dazu nehme ich einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Und ihr seht, es geht trotzdem auf und zu. Ich allerdings würde es jetzt bevorzugen, noch mal eine halbe Umdrehung oder eine Umdrehung aufzumachen, dass es sauber aufgeht, sauber schließt und man das einfach mit dem Loctite absichert. So, jetzt räumen wir wieder auf. Ordnung ist das halbe Leben. Und jetzt kommen wir natürlich auch gleich zum nächsten Punkt. So, als letzter Schritt vom Aufbau können wir uns überlegen, ob wir die Maschine auf die Werkbank anschrauben oder ob wir sie transportabel halten wollen, indem wir unten die Gummifüße anschrauben. Auch da sind die passenden Schrauben mitgeliefert, um diese Strebe mit diesen Gummifüßen unten an der Maschine zu befestigen, dass sie transportabel bleibt. Wie ihr euch entscheidet, Anbußen habt ihr keine, was die Genauigkeit angeht und den Bedienkomfort. Die Maschine lässt sich sehr einfach bedienen. Man hat hier einen Schalter für Rechts- oder Linkslauf, hier unseren Einstellschalter für die Drehzahl, Notaus. Man hat hier die Kurbel für die Z-Achse, für die X-Achse und für die Z-Oberschlittenachse. Man hat hier eine Pinole, die man drehen und klemmen kann. Ganz klar, das Backenfutter mit dem entsprechenden Backenfutterschlüssel. Und hinter der Maschine noch das Wendeherz fürs Rechts- und Linksgewinde und für schnell und langsam. Man sieht hier, die Drehzahl ist nochmal unterteilt für schnell und langsam. Wenn man im Langsamgang ist, dreht der Motor immer noch mit der gleichen Drehzahl, aber es wird nochmal untersetzt für mehr Drehmoment. Und damit hat man eine Maschine, die für die Bearbeitung von Kunststoffen oder Buntmetalle auch genug Drehmoment hat, um einen sauberen Schnitt zu machen. Die Maschine ist insgesamt geräuscharm. Sie hat einen robusten Bürstenmotor und die Wechselräder, die sind aus Kunststoff. Wie ich schon gesagt habe, für sämtliche Buntmetalle und Kunststoffe ist sie geeignet, also ideal für einen Modellbau und für einen Einstieg. Die maximale Drehzahl ist im Schnellgang 2500 Umdrehungen. Das heißt, wenn man kleine Werkstücke dreht oder Buntmetalle, Kunststoffe, für was die Maschine freigegeben ist, hat man natürlich eine hohe Drehzahl, was der Bearbeitung zugute kommt. Weil je weicher das Werkstück, desto höher die Drehzahl. Wir können natürlich auch verschiedene Gewinde machen. Wir haben hier hinten die Wechselräder. Ich nehme ganz kurz in Sechskant und dann schraube ich kurz. Na, falscher Schlüssel. Und dann schraube ich ganz kurz hier die Verkleidung ab. Ihr seht, ist auch kein allzu großer Aufwand. So, wir haben hier unten einen Motor, der Antrieb zur Spindel und von der Spindel aus wird die Übersetzung angetrieben zur Leitspindel. Und je nachdem, welche Wechselradpaarung wir haben, können wir natürlich verschiedene Gewinde schneiden. Und wir können nicht nur Rechtsgewinde schneiden, sondern auch Linksgewinde, indem wir hier dran stehen und einfach das Wendeherz bewegen und somit drehen die Leitspindel entweder rechts oder links. Und falls wir sie komplett ausschalten wollen,
gibt es hier immer noch eine Mittelposition, dass überhaupt gar kein Zahnrad einrastet. Das heißt, wenn man nur dreht, hat man dann die Maschine noch ein bisschen leiser. Dort hinten ist der angesprochene Hebel für einen Schnell- und einen Langsamgang. Ich mache hier einen Backenfutterschutz auf und ziehe den rüber. Seht ihr? Und je nachdem, in welcher Stellung ich den habe, ist entweder der Drehzahlbereich von 0 bis 1100 Umdrehungen für mehr Drehmoment oder 0 bis 2500 Umdrehungen, falls man normal zerspannt und eine hohe Drehzahl braucht. Erwähnenswert ist auch, dass wir ein großes Angebot an Zubehör haben. Und wenn ihr im Online-Shop seid, unten unter dem rot hinterlegten Reiter Zubehör wird aufgelistet, mit was man alles seine Maschine aufwerten kann. Beispielsweise mitlaufende Zentrierspitze, Multifix-System, Drehmeißel, Bohrfutter, Metallzahnräder. Schaut es euch einfach durch, ihr könnt sie individuell so zusammenstellen, wie ihr sie am liebsten gerne hättet. Der Maschine wird noch ein Prüfprotokoll beigegeben, wo die Toleranzen und die tatsächlichen Istwerte eingetragen werden. Zudem werden die Maschinen bei uns ausgepackt, werden gereinigt, werden geprüft und erst dann bekommen sie ihren grünen Punkt und werden zum Verkauf freigegeben. Was uns besonders stolz macht, die Zeitschrift Heimwerker Praxis hat unsere Paulimod Sieg C2 getestet und kam zu einer Gesamtnote von 1,7, Preis-Leistung sehr gut. 1,4. 1,4. Okay. Was uns besonders stolz... 3. Genau, 3. 1,4. Genau, der Jarge. Ja, kenne ich doch. 3. Unvergessen. Wir heute noch fertig werden. Nein. 3. Aber der ist ja auch so geil, der Typ. Wie ist hier verrissen. 3. Was uns besonders stolz gemacht hat, die Zeitschrift Heimwerker Praxis hat unsere Paulimod Sieg C2 getestet und kam auf eine Gesamtnote von 1,4. Preis-Leistung sehr gut. Nachzulesen in dem Heft Ausgabe 1 2024. Wir haben es aber auch auf unserem Online-Shop verlinkt und auch unten in der Beschreibung. Lest es euch gerne mal durch. So, jetzt sind wir am Ende von unserem Vorstellungsvideo von der Paulimod Sieg C2. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, vergesst nicht, auf Social Media, Facebook, Instagram oder auch unten in die Kommentare könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Und ihr seht ja anhand von dem Video, wir nehmen das ernst und wir machen was draus. In dem Sinne möchte ich auch nochmal sagen, ihr könnt euch daran erinnern, wir haben doch einen 100-Euro-Gutschein verlost. Derjenige, der ausgewählt wurde, haben wir angeschrieben, aber der hat sich noch nicht gemeldet. Wir werden deshalb nochmal seinen Kommentar unten einblenden und bitte, wenn du das siehst, melde dich doch proaktiv bei uns, dass wir dir endlich deinen wohlverdienten 100-Euro-Gutschein, den dir Fortuna beschert hat, zusenden können. In dem Sinne, bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Timo.